Guten Morgen, liebe Scooterfreunde. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin wieder bei den Rollerprofis, bei Basti. Guten Morgen. Guten Morgen, Marc. Und heute stellen wir euch was ganz Spezielles vor von Sim, und zwar den neuen. Maxxam TL 508. Das ist so ein bisschen das Flaggschiff von Ja, Sim, ne? ja, kann man schon so sagen. Gab es den schon im Vorjahr? Ja, den gab es. Ja, letztes Jahr ist er eigentlich erst neu rausgekommen. Vorher hat er 460, glaube ich, gehabt oder so. Aber okay. jetzt enthält nochmal ein schönes Update bekommen, ein paar PS mehr mit dazu bekommen. Hat sich auf jeden Fall nochmal schön gesteigert. Bisschen weiterentwickelt. Definitiv. Okay. Und Euro 5 natürlich jetzt. Genau. Ne? Ja, ist jetzt ein Zweizylindermotor. Wie viel PS hat der? Der hat 45,6 PS. Und ja, wir zeigen euch mal ein bisschen jetzt die technischen Feinheiten, die Details, die der TL 508 hat. Und ich werde natürlich nachher eine Probefahrt machen. Und da freue ich mich schon ganz besonders, weil das macht jetzt auch mal ein bisschen Spaß, wenn man dann mal auf die Landstraße fährt. Ja, das glaube ich. Gut, Basti, dann fangen doch vielleicht mal vorne an, dass wir uns vorne mal die einzelnen Details anschauen. Wie du ja schon erwähnt hattest, ne? Doppelscheibenbremse. Das sind jetzt Sim-eigene Bremsen. Eine Upside-Down-Gabel sehe ich gerade hier vorne auch noch. Dann haben wir LED-Beleuchtung, nehme ich mal an. Kann ja mal. Ah, Tagfahrlicht auch. Das gucken wir uns mal von vorne an. Kannst du die Blinker mal anmachen, dass wir mal die ganze Beleuchtung mal sehen, wie der vorne aussieht? Auch Aber LED, mach mal. gut sichtbar. Dann haben wir ein Windschild. Ist das verstellbar? Das ist nochmal verstellbar, musst du aber halt hier einen kleinen Imbusschlüssel hinter haben. Du kannst es nochmal runtersetzen, jetzt ist es auf der höchsten Stellung. Also nicht während der Fahrt verstellbar, sondern Nein. muss man Ja, dann ein bisschen umschrauben. Aber man kann es zumindest, ist ja bei vielen Fahrzeugen so, ist bei dem X-Max auch so von Yamaha. Der hat auch ein verstellbares Schild in 2 Positionen, aber man muss kurz an- und abschrauben, aber das geht meistens relativ fix. Machen wir vielleicht hier oben weiter, dass du uns vielleicht mal das Cockpit zeigen kannst, das Display. Auch Keyless-System hier. ja. Das haben jetzt so die ganzen großen Roller von Sim alle immer. Und diesmal auch ein voll digitales Cockpit. Und Da haben wir jetzt in der Mitte den Drehzahlmesser. großen Drehzahlmesser. Und auf der rechten Seite dann der Tacho mit Benzinanzeige und wahrscheinlich so Tripzähler und Kilometerzähler, die üblichen Sachen. Ne? Genau, das nochmal üblich sein. Dann kannst du natürlich nochmal hier, hast du hier die Wippe hinterher. Ach, da ist ein WIP-Schalter, mit dem ich dann in der Mitte das Display ansteuern kann und verstellen kann. Genau, und digitalen Tacho hinterher. Digitaler Tacho. Dann nochmal eine Uhr. Mit Sekunde. Also man kann sich das Display so ein bisschen an die eigenen Wünsche anpassen. Genau. Das ist ja ganz cool. Ja, Drehzahlmesser finde ich bei Automatik immer, naja, wer es mag. Ich würde mir einen schönen großen Analog-Tacho reinmachen, finde ich schick, dann die üblichen Kontrollleuchten. Die Wippe fürs Menü, Blinker und die Hupe unten. Auf der anderen Seite haben wir noch eine Warnblinkfunktion, Startschalter und der Killswitch. Auch hier wieder die Bremshebel verstellbar. Können wir uns also anpassen auf die eigene Griffweite. Das finde ich immer ganz schön. Je nachdem, was man für eine Fingerlänge hat, ist das sehr praktisch. Staufächer haben wir hier auch. Kannst du uns die mal zeigen? Die sind da. Okay. Hier oben mal den Schlüssel. Wenn mal die Batterie leer sein sollte oder sowas, dann macht das eine Sitzbank und sowas hinter der rankommt. Ah, da ist dann nochmal ein Schlüsselfach. Okay. Und einen USB-Anschluss hat er auch. Ja. Den hat er hier auf der anderen Seite. Genau, da unten drin. Da unten drin ist er. So, hier haben wir jetzt das Keyless-System. Kann man hier runter reindrücken und wenn man jetzt eins weiter drückt, dann öffnet sich hier unten Der Tank. der Tank. Da passt wie viel rein? 12,5 Liter. 12,5. Wie viel verbraucht der? Der verbraucht 4,5 Liter. Wenn wir jetzt hier rauf drücken, ne, dann können wir das mal anmachen. Dann kommen wir an die Sitzbank. Die geht von vorne nach hinten die auf. geht von vorne nach hinten auf. Ist auch beleuchtetes Fach innen drin. Und wir bekommen hier, ja, also ganz locker einen großen Helm rein. Ja. Und noch ein bisschen Kleinkram, würde ich mal sagen. Genau. 2 Helme wird nicht gehen, aber ein Helm und eine kleine Tasche vielleicht noch, passt da auf jeden Fall rein. Man kann natürlich auch nach hinten erweitern, immer bei den Rollern, ne? Durch dieses Topcase-System und so Genau, weiter. das ist ja bei fast allen so, dass wer mehr Stauraum braucht, Genau. macht sich ein Topcase rauf. Ist bei Rollern, finde ich, jetzt auch nicht so schlimm, machen ja wirklich viele. Beim Motorrad sieht es da schon anders aus. Aber beim Roller, finde ich, ist es auch, wenn es zur Optik passt, Ja, ist es in Ordnung.
So, jetzt gucken wir uns mal hier an der Seite. Ah, das finde ich ja so das Schöne an dem Roller. Ja, das sieht doch schon Hammer aus. Ne? Also Ja. diese einseitige Federung, die ist toll gemacht. Mit dem Monofederbein hinten. Wir haben hier bei dem Roller natürlich auch Kettenantrieb. Keine Variomatik mehr, keine Riemenantriebe mehr, sondern hier wird jetzt über Kette angetrieben, was sich natürlich beim Fahren dann auch bemerkbar macht. Hinten die schöne Felge. Wenn man es jetzt hier hinten so von der Rückseite sieht, auch ein sehr schönes Rücklicht. Ja, und rechts prangt da schon dieser mächtige Auspuff hier. Das ist wirklich, also allein optisch schon, ne? Wenn man jetzt hier so von hinten schaut, da hängt schon eine richtige große Tröte dran mit Doppelendrohr. Da bin ich schon sehr gespannt, wie der klingt. Dann hier unten Auch wieder, nochmal Feststellbremse. genau, auch wieder über den Seitenständer. Und auch hinten Scheibenbremse mit einer Wavescheibe, auch mit einem relativ hohen Durchmesser. Und dann das breite 160er Hinterrad auf einer 15 Zoll Felge. Also da bin ich jetzt sehr gespannt, wie der sich fährt. Das werden wir gleich mal machen. Eine Probefahrt und mal ein bisschen auf die Landstraße fahren. Ist halt jetzt schon was anderes. 500 Kubik, Zweizylinder, dazu Kettenantrieb, anständige Bremsanlage, Doppelscheibe vorne, eine große Scheibe hinten. Da freue ich mich schon sehr und werde euch natürlich gleich berichten, wie der Maxim 508 TL sich dann fährt. Was aber halt auch wieder so der Punkt ist bei Sim, 5 Jahre Garantie oder bis zu 100.000 Kilometer. Auch für dieses Fahrzeug gilt das. Also die scheinen sich da immer sehr sicher zu sein, dass die auch halten, sehr lange. Ja, das machen sie auch. Ja. Nicht ohne Grund haben wir sie jetzt 26 Jahren. Punkt. Okay, gut, also sehr zuverlässig. Ja. Das ist natürlich für viele auch ein Kaufargument. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist der Preis, glaube ich. Ne? Ach, ist ja so interessant. Ich weiß nicht, kann man da schon was sagen? Was Ja, kostet der denn? So wie er da steht, 8.999 Euro. 8,999. Für einen 500er Zweizylinder mit 45,6 PS und einer sehr, sehr coolen Optik, finde ich. Also wie du schon sagst, gerade hinten dieses Monofederbein, das sieht schon toll aus. Auch so die einzelnen Lackkomponenten finde ich eigentlich auch ganz schön. Cool, so dass es so auf glänzend, auf matt so geht. Das ist ein cooles Farbspiel. So. Also, Ja, auch hier vorne ne, mit den Handschuhfächern, das ist ähnlich gemacht. Die sind so in glänzendem Lack, daneben in matt. Also diese Mischapplikationen, das sieht sehr schick aus, ja. Haben sie gut gemacht. Auch vorne hier wieder seitlich matt. Ja, ist optisch wirklich schön gemacht. Auch das Tagfahrlicht ist gut. Kannst du mal das normale Licht Ja. anmachen, dass wir das auch mal sehen? Und Fernlicht? Jetzt muss ich mal nach oben gehen. Ah ja, super. Ja, das sieht toll aus. Und jetzt hören wir schon mal, jetzt hat der Basti nämlich den Motor Mann, ja, ich hätte angemacht. voll Lust, selber damit zu fahren. Ja, das klingt natürlich schon anders als so ein 300er. Aber ich glaube, den richtigen Klang, den hört man dann wahrscheinlich erst, wenn man draußen beim Fahren ist. So unter Last ist es ja immer noch mal ein bisschen was anderes. Genau, ja. Ja. Das hört sich dann ein bisschen kräftiger noch an. Ja, Basti, dann danke ich dir erstmal ganz herzlich. Hast du vollgetankt für mich? Klar, immer doch. Ich komme dann nächste Woche wieder. Bis dahin kann ich ja behalten, dann glaube ich erstmal. Ne? Du, das ist alles möglich. Ne? Nee, wir machen jetzt eine kleine Testfahrt mit dem Maxim 508 und ich berichte euch dann von unterwegs nochmal so ein bisschen Details zum Fahrverhalten und wie sich der Maxim für mich jetzt persönlich beim Fahren dann anfühlt. Also gehen wir gleich mal ein bisschen raus. Machen wir. Auf geht's zur Testfahrt mit dem 508 TL. So, erstmal die Spiegel ein bisschen einstellen. Muss man sich schon ein bisschen nach vorne strecken, aber auch hier wieder Sim-typisch sehr schön große Spiegel. Alles gut im Blick. Ich fange mal vielleicht mit der Sitzposition an. Sitzbank ist gut gepolstert, hat eine sehr angenehme Lendenwirbelstütze hinten, die einen ganz guten und sicheren Halt bietet. Die Beinposition ist für mich auch mit den langen Beinen
sehr anständig. Für die Füße könnte es ein bisschen mehr Platz sein. Ich habe 46er Größe, das ist natürlich relativ groß, nimmt ein bisschen Platz ein. Ich kann es aber trotzdem auch noch mal nach vorn stellen, die Beine. Habe also 2 Positionen für die Füße. Gerade bei Langstrecke ganz angenehm. Position der Spiegel ist ja jetzt vorne, finde ich aber ganz gut. Auch hier wieder schön große Spiegel, alles gut sichtbar. Windschild jetzt in der Stadt auf jeden Fall sehr gut. Hat eine schöne Neigung und bietet einen guten Schutz. Ist auch etwas höher, also gibt ja 2 Positionen, in denen man das festmachen kann, eine tiefe und eine hohe. Das ist jetzt in der hohen Position hier. Ich kann also gut rüber gucken, aber habe einen sehr, sehr schönen Schutz. Wird man jetzt gleich auf der Landstraße und Autobahn mal sehen, wie das bei der Fahrt dann ist, von den Windgeräuschen. Das Display ist gut ablesbar, sieht auch sehr schick aus. Bisschen moderner. Auf der Seite der Tacho, der könnte ein bisschen größer sein. Aber man kann ja hier schön umstellen und sagen, so, jetzt habe ich ein Analog-Tacho. Finde ich auch an sich die schönste Ansicht. Ja, ansonsten Keyless funktioniert gut. Wir haben hier 2 Handschuhfächer, hier ein kleines auf der linken, auf der rechten etwas größeres, wo auch ein Smartphone reinpasst. Das ist also ganz anständig gemacht. So, jetzt kommen wir gleich aus der Stadt raus, bisschen auf die Landstraße, nachher noch mal ein bisschen auf die Autobahn. Wunderschönes Wetter heute, um eine Testfahrt zu machen. Ein bisschen frisch, aber wir haben wunderschönen Sonnenschein. Also der 508er, 2-Zylinder. Kettenantrieb merkt man natürlich sofort, auch die Motorbremse ein bisschen stärker. Und nochmal 10 PS mehr als bei den 400ern, die ja so bei 34, 35 PS liegen. Der jetzt hier mit 45, das macht sich natürlich bemerkbar. Gewicht ist etwas höher, wir liegen hier über 220 Kilo, ich glaube 225 waren das. Liegt natürlich jetzt auf der Landstraße hier sehr, sehr satt. Hat ein sehr sportliches, straff abgestimmtes Fahrwerk, aber nicht unkomfortabel, also es fährt sich gut. Sitzposition auch ganz toll, sehr angenehm. Und ein sehr stabiler gerader Auslauf. Also das Fahrwerk haben sie gut gemacht. So, jetzt dürfen wir mal etwas schneller fahren. Ist ein bisschen windig heute mit Seitenwind. Ja, hier merkt man natürlich jetzt die Motorleistung. Der 2-Zylinder läuft sehr, sehr angenehm. Windschutz vom Windschild ist sehr gut. Ich habe also keine spürbaren Vibrationen oder Windgeräusche am Helm. Das ist angenehm. Auch in Kurven liegt er sehr gut. Das Fahrwerk ist wirklich anständig mit dem einen Monofederbein hinten. Auch bei Unebenheiten, da schlägt nichts, also es federt das wirklich gut ab. Schöne Kombination zwischen sportlicher Abstimmung und auch trotzdem noch Komfort. Also macht auf jeden Fall unheimlich Spaß. Durch den Kettenantrieb hat man natürlich auch eine sehr direkte Umsetzung der Kraft aufs Hinterrad. Das merkt man, also wenn man dann am Gas mal zieht, da passiert dann auch wirklich sofort was. Also
Also für alle, die gerne ein bisschen sportlicher fahren, ist das wahrscheinlich das richtige Gefährt. In der Stadt hat man natürlich dann auch ein Fahrzeug, was ein bisschen schwerer ist, natürlich nicht ganz so leichtgängig ist. Aber das bringt wiederum natürlich große Vorteile auf der Landstraße und auf der Autobahn. Die Kurvenlage ist sehr, sehr schön. Ja. Gute Reifenhaftung auch. Also ganz, ganz toll. Und was man halt immer merkt, beim Wegnehmen vom Gas hat man schon eine etwas stärkere Motorbremse. Ja, also bis dato muss ich sagen, macht der wirklich Spaß, der Sim. 500 Kubik, da ist dann natürlich auch ein bisschen Kraft hinter, 45 PS, trotzdem nur 225 Kilo. Und die sind auch gut zu handeln, also auch hier in Kurven, in kleineren, hat man kein Problem damit, dass er jetzt irgendwie zu schwer wäre oder so. Klare Vorteile natürlich auf der Autobahn und auf der Landstraße, wenn es in höhere Geschwindigkeiten reingeht. Dann spielt er natürlich seine Kraft aus. Fahrwerk ganz toll, gut abgestimmt. Sehr guter Windschutz hier. Der hat eine gute Neigung und geht auch relativ weit nach oben, sodass ich einen guten Schutz habe, auch bei meiner Größe. Kleinere Fahrer würden ihn vielleicht weiter nach unten stellen. Aber das ist absolut ausreichend und bietet für Autobahnfahrten einen guten Schutz. Ja, der Sound, der ist wirklich klasse. Also, das macht dann schon Spaß. Und durch den Kettenantrieb, diese direkte Kraftübertragung, das ist fantastisch. Ja, also mein Fazit, ein guter Sportroller im Maxi-Scooter-Segment. Ich würde jetzt demnächst gerne auch mal den Forza testen, der noch mehr Kubik hat. Aber das geht dann halt schon sehr in Richtung Motorrad. Auch der hier ist ja schon jetzt sehr kräftig mit Zweizylindermotor und 46 PS. Das ist jetzt nicht mehr so ein Stadtscooter, sondern das ist schon auch ein Tourer, mit dem man mal über Land fährt oder auf Autobahnen. Aber ein spannendes Konzept. Sehr, sehr sportlich. Und von der Ausstattung alles, was man braucht. Das Cockpit ist gut lesbar. Ja, als Fazit kann man jetzt sagen, der TL 508 von Sim, der reiht sich so in diese Klasse des T-Max und Kymco 550 ein. Auch ein sehr sportliches Fahrzeug mit Kettenantrieb, mit einem guten Fahrwerk, gute Leistungsentfaltung. Die 45 PS werden sehr gut übertragen, sehr guter Motorlauf des Zweizylinders. Optisch finde ich ihn auch sehr schick. Staufach, gut, das ist bei den anderen auch so. Das könnte immer ein bisschen größer sein. Hier also für einen großen Integralhelm und ein bisschen Kleinzeug noch. Spiegel sind gut positioniert. Sehr guter Windschutz hier mit dem relativ hohen Windschild. Das ist auf der Autobahn sehr, sehr angenehm. Armaturen finde ich gut, sind sehr gut ablesbar. Also ein tolles Fahrzeug. Verbrauch natürlich aufgrund des größeren Motors und der höheren PS-Zahl etwas höher. Aber fährt sich ganz toll. Also ein richtiges Spaßmobil. Wer also ein bisschen Leistung haben möchte und ein bisschen sportiver fahren möchte, der ist mit dem Sim wirklich gut beraten. Und ich glaube, mit dem kann man auch wunderbar Touren fahren und mal ein bisschen Autobahn und Landstraße cruisen. Also sehr gutes Fahrwerk dafür. Sitzposition ist auch toll. Die Beine kann man ein bisschen nach vorne stellen, dann wird es nochmal etwas bequemer auf der Langstrecke. Sitzbank ist sehr gut. Also alles in allem ein tolles Fahrzeug. Liegt wie gesagt so bei 8.999 €. Also für die Leistungsklasse glaube ich ein ganz gutes Angebot. Und auf jeden Fall ein Scooter, mit dem man alle Bereiche abdecken kann.
von der Stadt bis hin zu Überlandfahrten und Reisen. Ja, das war's schon mit der kurzen Ausfahrt mal über die Landstraße und Autobahn. Jetzt wieder in Berlin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Auch den Kanal abonnieren, bitte nicht vergessen. Und wir sehen uns wie immer nächste Woche beim nächsten Video. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig und bis dann. Ciao.